Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich jetzt mit der Lucia aus der Schweiz reden kann, von der Young Caritas Schweiz. Und wir wollen ja gerne so ein bisschen wissen, wie ist denn die Situation in den einzelnen europäischen Ländern? Und da würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen. Und ich fange mal Ja, an. Wie arbeitest du denn gerade im Moment? Bist du im Homeoffice, im Büro? Wie lange bist du schon im Homeoffice? Wie ist so deine Arbeitssituation? ja, also jetzt gerade noch bin ich im Homeoffice. Heute der letzte Tag. Ab nächster Woche gehen wir dann wieder zurück ins Büro. Ja, und seit wann? Seit Mitte März, ich glaube so um den 15. rum, das Datum ist mir schon wieder ein bisschen entfallen, sind die letzten paar Wochen, sind für mich nicht mehr so klar in einzelne Wochen unterteilt wie vorher, sondern das wird so eine große Zeit. Ja, genau. Wir sind eigentlich, die meisten aus unserem Team sind im Homeoffice. Mhm. Nur noch jemand arbeitet im Büro und die hat jetzt das ganze Büro für sich alleine. Das ist Mhm. natürlich auch praktisch so. Ja. Genau. Was war denn für dich die größte Herausforderung in den letzten Wochen? Verschiedene kleinere Herausforderungen, würde ich jetzt mal sagen. Was ich gemerkt habe, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte, ist, dass wie viel eigentlich auch so einfach über ganz kurze Fragen über den Tisch abläuft. Also so nur kurz rückfragen, wollen wir es so machen oder vielleicht doch lieber so. Und so die ganzen kleinen Fragen quasi, die werden jetzt plötzlich alle größer, weil man die dann per Mail oder per Telefon besprechen muss und nicht mehr kurz über den Tisch so zurückfragen. Ich glaube, das habe ich am Anfang ganz schön gemerkt. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähnliche Sachen wie wahrscheinlich die meisten. Also so, wie funktioniert jetzt Zoom oder doch lieber mit Teams oder vielleicht Skype? Wie kann ich jetzt da neue Leute einladen? Wie teile ich meinen Bildschirm? So, glaube ich, die üblichen Fragen schon. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich habe mich eigentlich ganz schnell auch an die Homeoffice-Situation gewöhnt. Ich bin jetzt Mhm. froh, nimmt es bald ein Ende, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt auch. Ja. Mhm. Wie hat sich denn die Arbeit für euch als Young Caritas verändert? Und vielleicht gab es denn auch irgendwie, gibt es denn eine Chance vielleicht für die Young Caritas, die jetzt aus der Situation entsteht, also ist irgendwas Neues entstanden? Ja, also ganz grundsätzlich ist die Arbeit weitergegangen. ähm, ja, alles, was eng mit Menschen zu tun hat, da ist zum Beispiel Projekte mit Freiwilligen oder ein großer Themenabend, auch Schulbesuche, das ist natürlich alles ausgefallen. Dafür war mehr Zeit für so Hintergrundarbeit oder alles, was hinter den Kulissen noch passiert. Neue Konzepte überlegen, umsortieren, die Webseite neu denken, verschiedene Sachen. Ja, und also es sind schon auch neue Sachen entstanden. Zum Beispiel haben wir gerade durch das, dass all die Schulbesuche ausgefallen sind, haben wir eine Lutstorch-Challenge, heißt die, entwickelt, das in Homeschooling-Auftrag. Da konnten dann Leute Texte einsenden. Genau. Oder der Themenabend, der ausgefallen ist, den werden wir verschieben, ist aber im Moment noch unbekannt, das neue Datum. Aber wir sind jetzt mit einer Gruppe von Freiwilligen, einer Aktionsgruppe dran, uns ein neues Format auszudenken. Oder es ist schon so, die Startlöcher kommen immer näher, wie wir dann die Inhalte quasi, die wir da auch vermitteln wollten, zu jeder und jedem nach Hause transportieren können auf eine Mhm. spannende Art. Mhm. Genau. Sag nochmal mit den Schulen, was macht ihr da genau? Also, du hast gerade was erzählt, ihr habt ein Projekt mit Schulen und ich habe nicht Genau, genau verstanden, was ihr da macht. ja, das war ein Aufruf oder eine Challenge. Und Mhm. zwar ging es um das Thema Stay Home oder zu Hause bleiben und Zugang zu Internet. Und es ging wie um die Thematik, dass nicht alle Menschen den Zugang zum Internet überhaupt haben oder den nutzen können. Und das war ein Gedankenexperiment eigentlich. Und der Auftrag war, überleg dir, wie es für dich wäre, wenn du den Zugang nicht hättest oder was Mhm. würdest du jetzt machen ohne das Internet? Und die Aufforderung war dann, kreative Texte oder Ideen einzureichen Mhm. zu dem Thema. Genau. Und das konnten wir Lehrpersonen
bei denen wir andernfalls vorbeigegangen wären und einen Workshop oder einen Input gemacht hätten, konnten das dann zum Beispiel einbauen.